In meinem dritten Teil zum Thema Aufschlag geht es heute darum, wie schaffe ich es, mehr Power, wie schaffe ich es, mehr Geschwindigkeit in meinen Aufschlag zu bringen. Neben einigen Hintergrundinformationen werdet ihr hier in diesem Video auch wieder ein paar Praxisbeispiele finden. Also seid gespannt, los geht es mit Teil 3, mehr Power im Aufschlag. Den meiner Meinung nach wichtigsten Tipp ist es, neben dem Ganzen, was ihr im Oberkörper machen müsst, eben auch die Beine mit zu integrieren in euren Aufschlag. Das ist extrem wichtig, um letztendlich mehr Power in euren Aufschlag zu bekommen. Oftmals sehe ich eben die Schüler, wie sie sich hinstellen und werfen den Ball hoch und arbeiten jetzt eigentlich hier nur aus dem Oberkörper raus. Das reicht natürlich für einen mittelschnellen Aufschlag, aber da ist natürlich irgendwann Feierabend, sodass man sich überlegen muss, okay, wie kann ich jetzt mehr Power aus dem Aufschlag rausholen? Und da ist es eben wichtig, dass ich die Beine, dass ich eine gewisse Grundspannung erstmal aufbaue. Und da ist es wichtig, eben die Beine mit in den Aufschlag zu integrieren. Das heißt für mich, wenn ich den Ball jetzt hochwerfe, werde ich jetzt meinen Körperschwerpunkt zum Boden drücken, um hier eine gewisse Power aufzuladen, das sogenannte Loading durchzuführen. Und wenn ich jetzt hier in einer gewissen Grundspannung bin, hier oben ist eine Grundspannung, jetzt in den Beinen ist eine Grundspannung, dann muss ich es schaffen, diese Vordehnung, diese Vorspannung in eine explosionsartige Bewegung nach oben durchzuführen. Und dahin gehört eben nicht nur der Oberkörperteil dazu, sondern eben auch die Beine. Das heißt, im Optimalfall schaffe ich es, mit meiner Bewegung nach oben über die Grundlinie drüber zu springen und den Ball somit zum einen sogar noch etwas weiter oben in der Luft zu treffen, zum anderen aber auch natürlich meine komplette Energie, die jetzt unten gespeichert ist, in den Aufschlag mit einzubringen. Und das ist eben ganz essentiell wichtig, wenn ihr euch die Top-Spieler anguckt. Da ist keiner, der sich hochwirft und letztendlich im Stehen den Ball schlägt, sondern alle machen einen starken, weiten Satz nach vorne, springen also an den Ball und dann erfolgt letztendlich hier dann das Entladen der Power nach vorne in den Ball. Und das bringt euch natürlich den ersten Geschwindigkeitsboost für euren Aufschlag. Schauen wir uns das mal bei meinem Aufschlag im Detail an. Das sieht dann so aus, dass ich den Ball hochwerfe, jetzt stark nach unten rausgehe und dann auf die Fußspitzen, die Power bringe. Also hier mit links, ich stehe nicht gerade auf dem Boden, sondern mein Körperschwerpunkt, mein Gewicht ruht jetzt auf den Fußspitzen und von da drücke ich mich mit beiden Beinen nach oben und lande letztendlich mit dem linken Bein im Feld. Das wird relativ häufig falsch gemacht, dass eben ihr sowas seht, dass ihr mit dem rechten Bein nach vorne springt. Nein, man springt letztendlich auf das linke. Und wenn ihr Rechtshänder seid, linkes Bein im Feld und mit dem rechten Bein erfolgt ein sogenannter Kickback. Dieser Kickback ist dafür da, um das Gleichgewicht zu halten. Eine schöne Übung dafür wäre zum Beispiel, ihr werft den Ball hoch, geht runter und übt jetzt einfach mal ohne Ballwurf, ohne Zuschlagen, diese Bewegung, dieses Abdrücken mit den Beinen auf das linke Bein und dann bleibt ihr einfach mal so in dieser Position stehen. Wenn ihr das halten könnt, dann habt ihr sehr wahrscheinlich einen guten Kickback gemacht. Wenn ihr diesen Kickback, also dieses Zurücknehmen des rechten Beines nicht macht, werdet ihr sehr wahrscheinlich Folgendes haben. Ihr drückt euch ab, Kickback und dann fallt ihr nach vorne um. Und deswegen ist es wichtig, diese Balance zu halten durch den Kickback, dass ihr aus dieser Position später wieder sofort in die Bereitschaftsstellung kommt, um den nächsten Ball zu spielen. Den zweiten Tipp, den ich euch jetzt geben möchte, warum euer Aufschlag vielleicht nicht genug Power hat, könnte auch damit zusammenhängen, dass ihr euren Oberkörper nicht weit genug rausdreht. Das heißt, wenn ihr jetzt hier mit der Bewegung startet, dreht ihr ja euren Oberkörper beim Aufschlag nach rechts. Und wenn ihr das nicht weit genug macht, geht euch natürlich viel Potenzial für letztendliches Tempo verloren. Ich sehe es häufig im Training so, dass die Spieler dann entsprechend hochwerfen, bleiben aber mit ihrem Oberkörper völlig frontal zum Netz und dadurch wird natürlich viel Potenzial, viel Energie verschenkt. Besser ist es, wenn ich wirklich den Ball hochwerfe und mich klar so drehe, dass ich wieder parallel mit meinem Oberkörper zu der Außenseite, zum Zaun jetzt beispielsweise, ist immer gut, sich einen Fixpunkt zu suchen,
zum Zaun zum Beispiel stehe. Also ich gehe hier stark zur Seite raus, möglichst weit, stehe jetzt mit meinem Oberkörper zum Zaun, meine Schulter ist hinten und aus dieser Position kann ich natürlich dann letztendlich meine ganze Energie wirklich wieder nach oben bringen und ihr werdet den ein oder anderen Geschwindigkeitsboost für euren Aufschlag erleben. Den dritten Tipp, den ich euch geben möchte, und das ist so ein bisschen Erfahrungswert von mir aus, ich versuche auch mit meinem Ballwurf mich ein bisschen anzupassen, wenn ich möchte, dass ich den ersten Aufschlag voll durchziehe, wenn ich wirklich richtig Tempo reinbringen möchte, dann versuche ich schon mit meinem Ballwurf mir eine Ausgangsposition zu erschaffen, in der ich ziemlich stark meinen Oberkörper, das was ich den ersten Tipp euch gegeben habe, eben dass man abspringt, aber dass ich dann versuche mit dem Ballwurf mich zu zwingen, in den Ball reinzuspringen und vor allen Dingen nach vorne in den Ball reinzuspringen, um noch ein paar km/h da rauszuholen. Also man muss grundsätzlich sagen, die Geschwindigkeit beim Aufschlag ist natürlich auch viel Veranlagungssache. Ich weiß beispielsweise vom Rafael Nadal, der hatte eben halt auch so eine Veranlagung zum Beispiel gehabt, dass er eigentlich ganz am Anfang sich sehr, sehr schwer getan hat, über 190, über 195 aufzuschlagen und nur durch sehr, sehr hartes körperliches Training hat er es hinterher geschafft, auch mal über 200 zu kommen. Aber letztendlich ist auch natürlich auch viel Veranlagung und ich bin immer so veranlagt, dass ich hier leider meine Muskeln nicht so schnell sind, dass ich eben aus dem Arm einfach mal 200 rausschütteln kann. Deswegen nutze ich beispielsweise folgenden, ich will es jetzt nicht Trick nennen, aber folgenden Tipp, dass ich versuche, mir den Ballwurf etwas weiter nach vorne zu werfen, dass ich wirklich schaue, der Ball, ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber wirklich versuche, dass der Ball wirklich weit vor mir landet und ich dann letztendlich über den Punkt 1, den ich euch gezeigt habe, wirklich in den Ball reinspringen kann, ja, dass ich wirklich meinen Treffpunkt letztendlich hier habe, um wirklich aus der ganzen Power, die ich vorher in der Vordehnung mir angesammelt habe, dass ich die ganze nach vorne entladen kann. Ich bin jetzt hier übrigens mal ein bisschen in den Schatten gegangen, damit ihr ein bisschen besseres Bild habt. Der Baum wandert immer weiter rum. So, und das Ganze könnte dann eben entsprechend so aussehen, dass ich wirklich hier nach vorne werfe, ja, und dann hinterher gehe. Also, hopp und hinterher durchladen. Ja, und nochmal. Nach vorne und hinterher. Ja, und so bekomme ich jedenfalls für mich deutlich mehr Power in den Ball, als wenn ich, jetzt muss ich kurz aus dem Bild gehen und mir nochmal 3 Bälle holen, als wenn ich mir den Ball relativ weit in den Rücken werfe. Ja? Denn hier kann ich jetzt nicht großartig hinterhergehen. Ja? Ich kann mir natürlich hier oben hin durchladen, aber da sehe ich schon, der Aufschlag ist deutlich langsamer, als wenn ich hier wirklich vorne bin und nachgehen kann. Ich möchte euch an dieser Stelle noch mal einen weiteren Tipp geben. Und zwar beinhaltet der den Unterschied der Zuschlaggeschwindigkeit zwischen ersten und zweiten Aufschlag. Ich möchte euch jetzt kurz mal noch mal meinen ersten Aufschlag zeigen. Und ihr sollt mal darauf achten, wie stark, wie schnell ich denn hier mit meinem Arm durch den Ball gehe. Das ist nämlich auch eine Sache, die relativ häufig eben ich im Training sehe und die mir jetzt persönlich auch recht wichtig ist. Also, erster Aufschlag, wir achten auf meine Zuschlaggeschwindigkeit. Erster Aufschlag von mir. Okay, voll durchgegangen. Jetzt kommt mein zweiter Aufschlag. Wie schnell waren jetzt die Zuschlaggeschwindigkeiten? Habt ihr es gesehen? Habt ihr den Unterschied feststellen können? Ich kann euch sagen, dass ich bei meinem ersten Aufschlag alles reingeworfen habe, was ich konnte und das auch beim zweiten Aufschlag gemacht habe. Nur dass eben beim zweiten Aufschlag ich natürlich den Ball mit so viel Schnitt gespielt habe, dass dadurch die Geschwindigkeit, die Endgeschwindigkeit eine langsamere ist. Denn es ist ja klar, durch den Schnitt, den ich gebe, entsteht Reibung auf der Tennisseite und Reibung geht immer zu Lasten der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ihr es irgendwann mal schaffen wollt, einen kontinuierlichen zweiten Aufschlag ins Feld zu spielen, wo ihr auch immer eine gewisse Basic-Grundlänge habt, dann empfehle ich euch, nicht den zweiten ängstlich zu spielen und zu sagen, okay, jetzt hier beim zweiten, den ersten mache ich so und den zweiten mache ich eben so. Ja, das resultiert in Doppelfehlern, garantiere ich euch. Wenn ihr es schafft, einzustudieren, dass ihr bei maximaler Zuschlaggeschwindigkeit eine gewisse Länge bekommt, dann habt ihr gewonnen.
weil dann habt ihr nämlich einen kontinuierlichen zweiten Aufschlag, der entsprechend auch wirkungsvoll ist. Und das ist auch wichtig zu beachten. Also versucht mal diesen Tipp, versucht mal nicht mit der Zuschlaggeschwindigkeit runterzugehen bei eurem zweiten, sondern zieht einfach mal durch und versucht nur die Intensität des Dralls, des Schnittes, der ihr in den Ball gebt, zu ändern. Dann könnt ihr einen kontinuierlichen, guten zweiten Aufschlag mit viel Wirkung erzielen. Kommen wir zu guter Letzt noch zu ein paar Übungen, wie ihr das Ganze für euch üben könnt. Hier empfehle ich euch natürlich auch mein Video mit allen Übungen zum Thema Aufschlag, nicht nur eben um mehr Geschwindigkeit reinzubringen. Ich verlinke euch hier nochmal. Aber eine Übung, und die seht ihr auch in diesem Video, könnte zum Beispiel sein für die Geschwindigkeit, dass ihr zum einen meinen ersten Punkt nochmal übt. Das habe ich euch ja gezeigt, dieses Runtergehen und das Landen im Feld. Erstmal ohne Ball und dann könnt ihr das natürlich zum Beispiel auch in Kombination mit dem Ballwurf machen. Das heißt, eine Übung könnte zum Beispiel sein, dass ich den Ball hochwerfe, runtergehe, im Feld lande, versuche auf dem linken Bein stehen zu bleiben und greife mir oben mit der rechten Hand den Ball. Also hochwerfen, runtergehen und, klappt nicht immer, nochmal runtergehen, fangen und stehen bleiben. Wäre eine Übung jetzt meinen ersten Tipp nochmal zu kombinieren mit der Oberkörperdrehung und dem Greifen nach oben. Als zweiten Tipp könnte ich euch geben, brauche ich nochmal einen zweiten Ball, muss ich kurz holen. So. Eine schöne Übung, um die Endgeschwindigkeit, um diese schnelle Drehung, die Power, die Vorspannung rauszulassen, ist folgende Übung. Ich werfe mit dem linken Arm den Ball hoch und versuche mit dem rechten Ball, also mit dem Ball, den ich in der rechten Hand habe, den Ball oben zu treffen. Und dabei lade ich voll durch, wie wenn ich einen Ball richtig weit werfen wollte. Also 2 Bälle in der Hand. Ich werfe den Ball jetzt hier schön nach vorne und dann werfe ich mit dem rechten gegen den linken. Also hoch und ich habe ihn leicht berührt. Der Ball ist noch unterwegs, fliegt noch rüber. Ich probiere es nochmal. Hochwerfen und durchladen, ja, auch wieder leicht berührt, leider nicht ganz getroffen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, auch eine super Übung. Eine weitere Übung wäre mit einer Tüte, die habe ich jetzt nicht hier, deswegen blende ich euch dieses Video nochmal ein aus meinem Sammlungsvideo, was ich euch eben ans Herz gelegt habe. Mit einer Tüte den Schwung machen und eben mit einer Tüte den Ball, die Tüte richtig rauswerfen. Das ist auch richtig eine gute Übung, um eben diese Power, diese Explosionskraft zu üben und zu optimieren. Ja, meine Lieben, das war's zum Thema mehr Geschwindigkeit in euren Aufschlag zu bekommen. Das war's auch mit meinem Dreiteiler zum Thema Aufschlag, zu den 3 wichtigen Säulen im Aufschlag, eben Geschwindigkeit, Ballwurf und Griffhaltung. Ich arbeite schon an meinem nächsten Dreiteiler. Ich hoffe, er wird euch auch gefallen und ich hoffe, euch hat auch dieses Video hier gefallen. Und wenn ihr Fragen habt dazu, dann lasst es mich wissen hier in den Comment-Section. Ich wünsche euch dann noch eine schöne Restwoche und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, euer Martin.